In diesem Video werden wir einen Expert Advisor erstellen, der den On-Balance Volume Indicator für Handelsentscheidungen nutzt. Sehen wir uns an, wie wir das machen können. Wir starten Meta-Editor, indem wir auf ein kleines Symbol klicken oder F4 drücken. Als erstes binden wir die Klasse cTrade aus der Standardbibliothek ein. Diese Klasse bietet vereinfachte Handelsmethoden wie Position Open und Position Modify, mit denen wir unsere Handelsoperationen effizienter verwalten können. Als nächstes instanzieren wir ein cTrade-Objekt mit Standardparametern. Dieses Objekt wird alle Handelsoperationen einschließlich der Positionsverwaltung verwalten. Jetzt definieren wir die Parameter für die Konfiguration unserer Strategie. Diese Parameter können in den Eigenschaften des Expert Advisors angepasst werden. Der Parameter Lookback Bars wird auf 50 gesetzt, was bedeutet, dass wir den historischen Bereich für Hochs und Tiefs der letzten 50 Kerzen analysieren werden. Der Parameter Min Candles Back ist auf 5 gesetzt und gibt das Mindestalter für gültige Hochs und Tiefs an, das zwischen 5 und 50 Kerzen liegen kann. Der Parameter Trailing Offset wird auf 10.0 gesetzt, was den Sicherheitsabstand für den Trailing Stop in Punkten angibt, der zwischen 1 und 20 eingestellt werden kann. Schließlich definieren wir den Parameter Volume Type als Volume Tick, der den Volumentyp für die On-Balance Volume Berechnung angibt. Anschließend deklarieren wir globale Variablen und Handles, um den Status zwischen Ticks und Indikatordaten zu speichern. Die Variable OBV-Handle enthält den OBV Indikator-Handle, während OBV-Buffer ein zirkulärer Puffer für OBV-Werte ist. Das Array Price Data speichert die OHLC-Kursdaten. Weiter geht es mit der Expert-Initialisierungsfunktion, die einmal beim Start des Expert Advisors ausgeführt wird. In dieser Funktion erstellen wir das OBV Indikator-Handle mit Hilfe der Funktion EOBV und geben das aktuelle Symbol und den H1-Zeitrahmen an. Außerdem konfigurieren wir die Arrays OBV-Buffer und Price Data als Zeitreihen und stellen sicher, dass die neuesten Daten bei Index 0 liegen. Schließlich geben wir den Erfolgscode zurück. Als nächstes definieren wir Funktionen für die Eröffnung von Positionen. Die Funktion OpenBuy-Position ruft den aktuellen Ask-Preis für eine präzise Orderausführung ab und führt eine Kauforder mit der Methode Position Open aus der Klasse cTrade aus. Die Parameter für diese Methode umfassen das Symbol, den Auftragstyp, das Volumen, den Preis, den Stop-Loss, den Take-Profit und einen Kommentar. In diesem Fall eröffnen wir eine Kaufposition von 0,10 Loads, was 10 Mikroloads entspricht, zum aktuellen Ask-Preis, ohne dass ein Stop-Loss oder Take-Profit gesetzt wird. In ähnlicher Weise ruft die Funktion Open-Sell-Position den aktuellen Bidpreis ab und führt mit der gleichen Position-Open-Methode eine Verkaufsorder aus. Auch hier geben wir das Symbol, den Auftragstyp, das Volumen, den Preis, den Stop-Loss, den Take-Profit und einen Kommentar an. Hier eröffnen wir eine Verkaufsposition von 0,10 Loads zum aktuellen Bidpreis, ebenfalls ohne Stop-Loss oder Take-Profit. Die Hauptfunktion für Kursaktualisierungen wird bei jedem Tick ausgeführt und enthält die Kernlogik unserer Strategie. In dieser Funktion rufen wir zunächst historische Kursdaten für die Analyse ab, indem wir mit der Funktion CopyRates die H1-Kerzendaten für den Rückblickzeitraum kopieren. Zu den Parametern für diese Funktion gehören das Symbol, der Zeitrahmen, die Startposition, die Anzahl und das Zielarray. Außerdem laden wir die OBV, Werte aus dem Indikator-Buffer, in das OBV-Buffer-Array, indem wir die Funktion CopyBuffer verwenden, die den Indikator-Handle, die Buffernummer, die Startposition, den Count und das Target-Array als Parameter benötigt. Als nächstes überprüfen wir den Status der offenen Positionen, um festzustellen, ob es welche gibt und welchen Typ sie haben. Wir initialisieren eine boolische Variable HasOpenPosition auf False und setzen den CurrentPosition-Type auf PositionType-By als Standardwert. Anschließend gehen wir alle offenen Positionen in umgekehrter Reihenfolge durch, um die relevanten Positionen zu finden.
Für jede Position ermitteln wir die eindeutige Ticketnummer und prüfen, ob sie zu dem aktuellen Symbol gehört. Ist dies der Fall, markieren wir, dass eine offene Position gefunden wurde, speichern ihren Typ und verlassen die Schleife, nachdem wir die erste übereinstimmende Position gefunden haben. Jetzt gehen wir zur Trenderkennung und Positionsverwaltung über. Wenn das OBV steigt, das heißt der aktuelle Wert höher ist als der vorherige, prüfen wir, ob es keine offenen Positionen gibt. Wenn es keine gibt, eröffnen wir eine neue Kaufposition. Wenn es bereits eine Kaufposition gibt, ermitteln wir den Tiefpunkt für das Trailing Stop Management, indem wir den Index des niedrigsten Tiefs im Rückblickszeitraum ermitteln. Wir vergewissern uns, dass der Index des Tiefs mindestens Min Candlesback alt ist und dass der aktuelle Kurs über dem ermittelten Tief liegt. Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, berechnen wir das Trailing Stop Niveau, indem wir den Trailing Offset zum letzten Tiefkurs addieren und die Funktion Process Trailing Stop aufrufen, um den Trailing Stop zu verwalten. Umgekehrt, wenn das OBV fällt, was bedeutet, dass der aktuelle Wert niedriger ist als der vorherige, prüfen wir erneut, ob es keine offenen Positionen gibt. Wenn es keine gibt, eröffnen wir eine neue Verkaufsposition. Wenn es bereits eine Verkaufsposition gibt, ermitteln wir den Höchststand für das Trailing Stop Management, indem wir den Index des höchsten Hochs im Rückblickszeitraum finden. Ähnlich wie bei der Kaufbedingung stellen wir sicher, dass der Index des Hochs mindestens Min Candlesback alt ist und dass der aktuelle Kurs unter dem identifizierten Hoch liegt. Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, berechnen wir das Trailing Stop Niveau, indem wir den Trailing Offset vom letzten Höchstkurs abziehen und die Funktion Process Trailing Stop aufrufen. Die Funktion Process Trailing Stop ist für die Aktualisierung des Stop-Loss sowohl für Kauf- als auch für Verkaufspositionen zuständig. Wir durchlaufen alle offenen Positionen in umgekehrter Reihenfolge auf sichere Änderungen. Für jede Position wählen wir sie anhand ihrer Ticketnummer aus und prüfen, ob sie dem angegebenen Positionstyp entspricht und zum aktuellen Chart-Symbol gehört. Anschließend ermitteln wir den aktuellen Stop-Loss-Wert und aktualisieren ihn auf der Grundlage des Positionstyps. Bei Kaufpositionen aktualisieren wir den Stop-Loss, wenn das neue Niveau höher ist als der aktuelle Stop-Loss oder wenn es keinen Stop-Loss gibt. Bei Verkaufspositionen aktualisieren wir den Stop-Loss, wenn das neue Niveau niedriger ist als der aktuelle Stop-Loss oder wenn kein Stop-Loss vorhanden ist. Schließlich drücken wir F7, um den Code zu kompilieren. Wenn Ihnen das zu schnell ging oder Sie nicht verstehen, was der ganze Code bewirkt, sollten Sie sich den Premium-Kurs auf unserer Website ansehen oder zuerst eines der Grundlagenvideos. Wenn das funktioniert, kehren wir zu MetaTrader zurück, indem wir F4 drücken oder auf das Symbol klicken. Zurück in MetaTrader drücken wir STRG und R, um den Strategietester zu starten, wählen den soeben erstellten Expert Advisor aus, aktivieren den visuellen Modus und starten einen Strategietest. Wir sollten den Expert Advisor auf dem Chart sehen. Wenn Sie bereits ein Premium-Kursmitglied sind und eine Idee für ein Video wie dieses haben, können Sie uns eine E-Mail schicken. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir einen Expert Advisor programmiert haben, der den On-Balance Volume Indikator für Handelsentscheidungen nutzt und mit wenigen Zeilen MQL-Code Kauf- und Verkaufspositionen mit Trailing Stops implementiert. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder.